Hey Freunde, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt ist es endlich soweit. Heute gibt es mal eine vorläufige Roomtour von Lucille und hätte ich gesagt, fangen wir mal außen an. Hier haben wir die Frontseilwindenabdeckung. Das ist, dass man jetzt wie gesagt einfacher hinkommt und nicht mehr mit diesem Schraubenzieher dieses Plastikding da wegmachen muss und dass man dann auch wieder wahrscheinlich verliert oder man liegt im Dreck und so. Das ist ja dann so eine saubere Lösung. Also runterklappen. Zack. Dann haben wir vorne unten drin den Frontunterfahrschutz vom Black Sheep. Pulverbeschichtetes Aluminium, 6 mm, an den kritischen Stellen auf 12 mm verstärkt. Dann seitlich haben wir die Rockslider von Black Sheep zusammen mit den Trittstufen. Das ist auch eben pulverbeschichteter Edelstahl. Die Trittstufen sind aus Aluminium. Da soll man dann mal, was weiß ich, irgendwie so, ja, mal hängen bleibt oder sich die zusammenschrammelt, dass man sie dann eben wegschrauben kann und ersetzen kann. Hinten unten ist noch der Serienunterfahrschutz drin, aber den haben wir halt schwarzpulver beschichtet, ne, dass halt nicht da ausschaut. Ne. Hier hinten in der Reserve-Radstaubox, da haben wir einen Zweikolben-Kompressor drin von AAB. Das kommt dann hier rein, ne, in die NATO-Steckdose. Anschluss und Schläuche fehlen noch, das kommt dann noch, das war jetzt im Moment nicht lieferbar. So, hier haben wir von GMB den Kanisterhalter. Kann man, wie gesagt, so öffnen. Dann haben wir einen 20 Liter Kanister. So, dann faltet man das so zusammen, den oberen nach oben, den hier reinklappen und nach unten. Das ist ein bisschen hakelig. Dann den hier runter und dann hier so rum, genau, wieder zumachen. Und drunter, das ist der Seitenträger für die GMB-Halter eben von Black Sheep. Dann haben wir hier den Highlift-Halter, eben auch hier mit so einer abschließbaren Verschraubung. Dann zur Folierung, die dürfte ja schon bekannt sein. Das ist von Avery Dennison, die Hope Green Satin Metallic. Also eine richtig geile Farbe, die ist total super. Dann unterm Fahrzeug, jetzt muss man mal schauen, ob man das sieht. Ne? Ja, sieht man. Da haben wir von Rival das Unterfahrschutzset. Müssten, glaube ich, 3 Platten sein, aus 6 mm pulverbeschichtetes Aluminium. So, dann haben wir hier, wie gesagt, das Offroad Office. Hier mit 32 Zoll Monitor. Da muss man jetzt dazu sagen, das ist jetzt alles, wie gesagt, vorläufiges Setup, ist auch noch nicht fertig. Wir haben jetzt aber auch gewichtstechnisch Probleme, haben wir gemerkt. Ne? Also wenn ich alleine fahre und ja, mit so einem, ich sag mal, Handtäschchen an Gepäck, dann sind wir noch im Rahmen. Aber man will ja auch mal zu zweit wegfahren und mit mehr Gepäck. Und es wird wahrscheinlich so kommen, dass wir uns vom überflüssigen Schnickschnack oder ja, ich sag mal, ja, Luxuszubehör oder so jetzt wahrscheinlich eher wieder trennen müssen und aufs Wesentliche konzentrieren, weil wir haben ja auch noch kein Bergematerial an Bord. Wir brauchen auch noch Werkzeug, dann diese Maxtrax Bergeboards zum Beispiel, Seilwindenzubehör und Co. Ne? Also da werden wir noch ein bisschen ummodellieren müssen. Ne? Und ich habe auch festgestellt, ich habe jetzt die erste Tour im Harz hinter mir, mal ein bisschen Fotoshooting gemacht, ein paar Sachen getestet. Da habe ich auch gemerkt, dass Wasser unerlässlich ist, also auch in gut rauen Mengen und deshalb so eine Roadshower ist auch unverzichtbar, da werden wir auch noch was machen müssen. Also es wird sich alles noch etwas ändern. Ja. Okay, jetzt zur Dachplattform. Da haben wir die dreiteilige Dachplattform von Black Sheep mit der Fronterweiterung eben zwischen Zelt und Dachplattform, weil das haben wir ja schon vorher besorgt gehabt, weil ein Tisch ist unverzichtbar, haben wir eben von Frontrunner jetzt diesen großen Edelstahl-Klapptisch. Wir holen mal raus. Wie gesagt, ein paar Produkte von Frontrunner sind schon brauchbar. Das gehört jetzt zum Beispiel mit dazu. Der Tisch ist recht cool. Ja. Dann haben wir oben drin eben auch diese Halterung, um den Tisch reinzustecken eben. Bloß da haben wir nur ein bisschen Probleme, weil anscheinend nicht genug Schienen am Zelt sind, also dass bloß die vordere Schiene befestigt ist mit der hinteren. Da muss man sich noch was einfallen lassen, dass das dann alles irgendwann fix ist. Dass die Füße halt hier, dass du da dagegen drückst beim Reinschieben, dass die immer schön drin sind. Ja, jetzt haben wir da hinten wieder. Ja, genau so.
Klappe zu, Affe tot, passt. Okay, dann kommen wir zum Dachzelt. Da haben wir das brandneue Intrepid Geo 3.0. Das ist ein riesen Klopfer. Das hat eine Liegefläche von 2,20 Meter in der Länge auf 1,60 Meter in der Breite. Welcher war das Problem? Wie gesagt, mit 1,92,5, nicht vergessen. Da ist das immer so ein bisschen problematisch mit den Zelten. Weil auch gerade, du hast ja dann diese Neigung, dann stoßen da die Füße an oder hier stoßt mit dem Kopf an. Und das hat eben so einen patentierten Mechanismus, ne, dass es da eben so diese Schrägen nicht gibt. Aber das schauen wir uns dann gleich mal an. Das muss ich jetzt mal aufbauen. Nur ein bisschen Fummelarbeit. Wir haben da unten auch eine kleine Lippe abschneiden müssen, dass man hier dran vorbeikommt an der Markise. Wieder zu, abspannen, dann können wir Schlüssel abziehen jetzt. So, da wieder zuschließen, dann kann man Schlüssel abziehen. Dann holen wir mal die Leiter raus. Zu den Innengeschichten kommen wir dann nachher. Hier das so Klicksystem, das ist eigentlich ganz lustig. Zack, rastet dann ein, hat mir die Länge. Ja, jetzt dann einhaken. Die kann man sich rundherum, wo man will, am Zelt eben festmachen. Bloß wie gesagt, hier ging es halt nicht, weil die Kanister da sind und da bleibt die Leiter eben hängen. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel man das Setup hat, wo seitlich nicht viel hat, dann kann man die auch seitlich hin machen, also das ist gar kein Problem. Was beim Zeltaufklappen eben wichtig ist, mit wenig Druck arbeiten. Dem Zelt Zeit geben, dass es Luft sammeln kann und dass die Gasdruckdämpfer es dann ausfahren können. Irgendwann kommen sie dann von selber. Und gleich sind sie oben. Ein bisschen Luft reinlassen. Genau so. Okay, das ist mir jetzt zu viel Gefummel. Wir wollen ja einfach bloß eine schnelle Roomtour machen. Aber wie gesagt, vom Zelt selber machen wir separat nochmal ein Video, wie es ausschaut, wie man es aufbaut, kommt dann noch. Dann haben wir hier oben noch diese Crossbars drauf. Da könnte man theoretisch auch noch Fahrrad oder Kajak draufpacken. Müssten, glaube ich, 35 Kilo sein. Das stemmen die Gasdämpfer dann noch mit hoch. Also da kann man schon ordentlich aufladen. Ne? Ob es halt sinnvoll ist, ist halt die andere Frage. Ne? Dann bei der Leiter. Also auch viele denken, da klemmt man sich die Finger ein. Das ist ganz einfach. Nehmen wir hier seitlich. Die so nach innen drücken. Zack. Und dann kommt das eins nach dem anderen runter. So. Hier wieder Schnepper rein, zu, fertig verpackt das Ganze. Kann man theoretisch auch ins Zelt oben reinpacken. Wenn man sich jetzt da noch eine Matratze reinmachen lassen will, also 7 cm Höhe sind machbar, dass vielleicht noch dünner Schlafsack und ein dünnes Kissen mit reinpassen, sollte auch noch gehen. Ja. Okay, dann erstmal, wie gesagt, das ist ja von Ineos, Originalzubehör, der Camping Table in der Hecktür. Dann überlegt noch so eine Axt reinmachen hier mit zum Halter, das wäre vielleicht noch cool. Aber gut, dann fangen wir an. Hier unten ist es eben der Schubladenkorpus drin. Und da die Rückbank heraus ist, haben wir da wirklich die Schubladen ziemlich lang. Hier haben wir noch von Frontrunner die Campingstühle, die passen da ganz gut rein. Da wie gesagt, ist halt bloß so Krusch drin jetzt und ja, Leiter, ein bisschen Papier und so Zeug. Was halt noch gemacht werden muss hier, weil während der Fahrt die beim Gasgeber, am leichten Gas geben, dann noch die Schubladen raus und dann noch hinten gegen die Tür. Da muss so Blende drauf im Schloss, also dass die abschließbar sind, dann passt es. So, und jetzt kommt noch ein kleines Highlight. Und zwar das meiner Meinung nach wirklich die absolut weltbeste Outdoor-Küche, die Mokubo von Red Rock Adventures. Das ist wirklich ein absolut klasse Teil. Hier mit allem drum und dran. Aber wie gesagt, jetzt schauen wir es bloß kurz an. Da wird auch noch ein Video kommen. Ja, und wie gesagt, sind noch Teller drin und ich will jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Auf jeden Fall super Teil. Erste kleine Erfahrungen auch schon gemacht damit. Aber jetzt passt auf, da habe ich einen Code für euch. Wem die Küche gefällt, der soll bei der Bestellung den Code FLOYouTube angeben. Da gibt es 200 € Rabatt beim Hersteller. Nicht vergessen, könnt ihr euch was sichern. Aber wie gesagt, kommt noch ein separates Video. Die Küche wird noch ausführlich vorgestellt mit Fotos, mit Videos, Kochen und Pipapo. Also
kommt alles noch, keine Panik. Hier hinten, das ist richtig cool, weil wir ja die Rückbank nicht drin haben, haben wir ja mehr Platz. Hier so ein, ja, ich sag mal das Fressfach, ne? Für Zubehör für die Küche jetzt, ne? Da kann man ja essen dann rein oder jetzt dann, ja, hier so ein bisschen Fertignahrung, wenn es schnell gehen muss. Ja, zum Abspülen, so Wändchen, also da passt einiges rein, das ist also eine ganz coole Lösung. Dann hier oben, das ist mit so einem Spezialholz, so eine Platte, das ist aber auch noch nicht fertig. Das soll jetzt noch bis ganz vorgehen, wenn man dann die Sitze ganz vormacht und die Rücklehnen hochstellt, dass man noch mit so, ja, muss man gucken, wie man es macht, mit so extra Platten, wo man dann noch reinhängt, also dass man hier so eine Fläche eben hinbekommt zum Pennen. Ja. Matratze muss dann auch noch rein, dann kann man das hier wirklich gut nützen eben. Ja, oder wenn man mal so, was in der Stadt ist, da kann man nicht Dachzelt aufbauen oder sonst was, sondern so zum Undercover Camping mal, da ist das eigentlich ganz praktisch, ja, wenn es mal schnell gehen muss. Dann haben wir hier eben die Innenmolle-Vergitterung. Die haben wir hier in der Hecktür auch drin, in der kleinen auch. Und da wir die Sitzbank nicht drin haben, haben wir hier in der zweiten Sitzreihe eben auch die Fenstermolle hingemacht. Ist auch gleichzeitig ein ganz guter Einbruchschutz. Ne? Und was auch cool ist, von Deltabex eben, die machen hier eben auch diese Klettpaneele, wo man dann sich auch diese Taschen in etlichen Varianten dann hinkletten kann. Wie gesagt, da kann man ja auch First Aid Täschchen machen oder ja, zum Beispiel sehr Unterwäsche. Da kann man ja auch eine Tasche machen, was weiß ich, wo jetzt so, ja, ein paar Socken, ein paar Unterhosen drin sind, ein paar T-Shirts, Wechselhose, was auch immer oder Handtücher, Badtasche, weil ja dann hier doch immer recht wenig Platz ist, wenn hier eine Matratze drin ist für anderes Gepäck. Also ist das eine nette Lösung. Ja? Und auch für Multitools, Taschenlampen, egal was. Ne? Dann schauen wir weiter. Hier seitlich, unter dieser Klappe hier. Jetzt gehst du an. Da haben wir von EcoFlow die Delta 2 Max. Die wiegt auf 25 Kilo, 2000 Watt. Weil ja, Strom kann man nicht genug haben. Ne? So gerade so, wie gesagt, Handyladen oder die ganze Drohnenausrüstung, Kameraausrüstung, Laptop, Pipapo und so weiter. Und natürlich eine Gefrier-Kühl-Kombi. Da kommen wir dann gleich dazu. Dann hier nebendran, ich muss ja mal einen Sitz vormachen, das ist aber noch nicht verkabelt. Da haben wir dann hier noch Steckdosenanschluss, USB-C-Anschluss, wo dann später mal die ganzen Ladegeräte liegen sollen zum Laden. Da haben wir ja das Batteriesystem, wie gesagt, das war ja auf beiden Seiten drin beim Trialmaster. Das haben wir dann rüber gebaut, dass alles auf einer Seite ist, dass wir drüben von der Bauhöhe mit der Gefrier-Kühl-Kombi ein bisschen weiter runterkommen, dass wir mehr Platz zum Schlafen haben. Gut, die Schubladen gehen jetzt zwar nicht ganz raus, hier fast, aber wir wollen ja eh noch schauen, dass wir andere Türfangbänder reinmachen, dass man die Tür eben weiter aufbekommt. Ne? Das sollte auch so vom System sein, dass man die dann rausholen kann und auch zum Beispiel im Camp wohin stellen. Ne? Aber da müssen wir noch ein bisschen modifizieren. So, dann kommen wir zum Herzstück. Ne? Hier haben wir von EcoFlow die Glacier. Ich glaube 39 Liter. Das ist ein richtig geiles Teil. Das ist eine Gefrier-Kühl-Kombi. Die kann gefrieren und kühlen. Hat eine intelligente Zwischenwand, die wenn rausmachst und da oben rein klemmst, erkennt ihr das, dass die nur noch eine große Zone hat. Die kannst du entweder nur kühlen oder nur gefrieren. Aber jetzt hier drin kannst du eben separat steuern. Temperaturunterschied sollte, glaube ich, nicht mehr wie 25 Grad haben. Und was die halt hat, ist hier noch so einen richtig coolen Eiswürfelmaker. Ne? Noch so für unterwegs, so ein Chai Latte oder so, ein bisschen Eiswürfel oder in der Cola oder Whisky on the Rocks. Ein bisschen dekadent darf schon sein, gell? Was jetzt von Deltabex also wirklich der absolute Oberhammer ist, was richtig geil ist, das sind diese Sitzbezüge hier. Ne? Die sind wirklich aus richtig dickem Material, strapazierfähig und also das ist echt eine geniale Sache. Seitlich mit Moll, wie man da hinten sehen kann. Hinten dann noch mit Klett auch eine Kopfstützen, also da kann man auch, wenn man will, Taschen und Zeug noch hinkletten. Also das ist richtig gelungen. Konsolenabdeckung hier mit so einem weichen Klettding, wo man den Arm schön auflegen kann. So richtig weich und bequem und angenehm. So, dann haben wir hier vom Black Sheep fürs Display den Blendschutz, die Sonnenblende. Funktioniert eigentlich auch ganz cool. Hier oben haben wir noch Mollegitter Safari von den Safari-Fenster auf beiden Seiten drin. Hier noch das auch cool von Tasmanian Tiger. Hier diese, wie heißt das eigentlich? Sonnenblenden, Molle-Tasche, Gedöns da. Kann man hier so Leuchtsticks rein oder kleine Taschenlampen, so Knicklichter. Hier noch Dokumente. Also so eine coole Sache. Dann ist nochmal zur Fronterweiterung. Das ist die gerade Version vom Black Sheep, also nicht die wo so seitlich runter geht. Und mit Öffnungen über den Safari Windows. Ne? Dann am Zelt haben wir eben diese
Erhöhung, also diese erhöhten Adapterplatten, ich weiß nicht, wie sie heißen, dass wir eben auch diesen Tisch da hinten noch unterkriegen und dass die Safari Windows noch aufgehen. Das kann man schnell demonstrieren. Funktioniert einwandfrei. Was jetzt hier bei diesem Zelt, weil wie gesagt, ich brauche halt den Platz, was nicht mehr funktioniert ist, ich kann die Safari Windows jetzt so nicht mehr ausbauen. Ne? Aber gut, wie gesagt, habe ich auch noch nie gehabt, stört mir jetzt nicht. Ne? So, dann haben wir hier noch was richtig Geiles. Und zwar, das ist von Clever Shade, die 270 Grad Deluxe Markise. Die machen wir jetzt gleich mal auf. Gebe dir das mal schnell. So. Hier die Strapbänder, Klettstrap öffnen. Genau, so nacheinander. Dann haben wir hier das Teil zum Spannen von der Markise dann. Also manche machen es hier rein, aber das ist falsch, dafür ist das hier vorgesehen. Dann hänge ich das so mit dem großen Stück da rein. Dann kann man es so spannen. Wie gesagt, ich hänge es jetzt, da muss man halt gucken, da kann man sich ja dann schauen, wo man es am liebsten einhängt. Ich hänge es jetzt halt hier bei dem Hijack ein. Und dann eben hier auf Zug das ziehen. Ich denke, so ist gut gespannt. Die Fläche ist 4,50 Meter auf 4 Meter. Also das ist wirklich ein sehr guter Schattenspender. Bei der Deluxe-Version ist ja hier diese feste Platte, wo mit mehreren Haltern dann am Dachträger befestigt ist. Also diese feste Platte. Hier ist noch eine kleine Beleuchtung dran, die ist halt noch nicht angeschlossen. Ne? Aber das ist ja schon recht cool, das Teil. Ne? Dann gibt es noch die Ultralight-Variante. Die ist halt ein paar Kilo leichter. Ne? Die wird ja dann hier seitlich mit so einem Vierkant-Stecksystem reingemacht. Hat hier eben die Platte nicht. Das ist dann aber der Vorteil, weil hier die Platte nicht ist, dass hier drunter zum Beispiel auch gleich eine Roadshower montiert werden kann. Ne? Dann bei der Deluxe ist eben auch noch, das hat die Ultralight nicht, diese Klettflächen, wo man eben so Seitenwände einziehen kann. Und hier kann man es eben abspannen oder mit solchen, ja, weiß gar nicht, so Standfüßen oder was. Kann man hier dann nur arbeiten und abstützen, aber vom Prinzip her, wie gesagt, so ist sie freitragend. Ne? Und die Ultralight, die hat eben auch nicht diese Klettbänder drin. Dann der Stoff, der ist richtig UV-beständig, soll auch nicht ausbleichen und ja, gelungene Sache. So, zum Zusammenbauen, das wieder lösen, habe ich hier den Hebel. Den Hebel dann nach oben und dann löst sich das wieder. So, dann klappt man das so wieder zusammen. Schauen, dass die Straps frei sind. Genau, dann ist das hier schon mal verpackt. So, macht man hier das Ding wieder zu. Dann ist das Ding wieder verpackt und wieder abfahrbereit. So, ich hoffe, die erste vorläufige Roomtour, die hat euch gefallen. Wenn ja, Abo dalassen, Daumen hoch, liken, kommentieren. Würde mich freuen und hilft dem Kanal ungemein. Ist kostenlos für euch. Und wenn euch die Mokubo gefallen hat, nicht vergessen, mit dem Code FLOYOUTUBE könnt ihr 200 € Rabatt abgreifen. Das ist doch nochmal eine Sache. Ne? Wie gesagt, Video zur Küche kommt demnächst dann nochmal richtig ausführlich und stellt dann nochmal alles vor, was alles dabei ist und alles. Also das ist wirklich meiner Meinung nach das geilste Teil am Markt. Ne? So, demnächst noch die ersten Abenteuer mit Lucille geplant. Seid gespannt und bis zum nächsten Mal.